Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna und es war mal wieder Zeit, um über K-Drum zu reden. Und zwar werden wir euch heute etwas ältere K-Drum und sogar einen koreanischen Film vorstellen. Ja. Der älteste ist, glaube ich, von 2009 und die restlichen sind so bis 2014, würde ich sagen. Kannst du sich vorstellen, wir sind schon in 2021. Hallo Leute, 2009. Heftig, ne? Aber wir haben uns gedacht, dass für die Leute, die so Einsteiger sind in dem ganzen Thema K-Drama und so weiter, die gucken sich wahrscheinlich nur die neuesten an, die jetzt so auf Netflix und so rauskommen. Und es gibt aber auch wirklich sehr, sehr gute ältere K-Drum, die wir über alles lieben. Und ich sag's euch, zu 100%, ich werde immer dieses 2014 K-Drama-Girl sein. Ich liebe einfach die K-Drum, die so um 2013 bis 2015 rausgekommen sind. Da waren auch die besten, ja. Das waren einfach wirklich die besten. Und ich bitte euch, guckt euch die an. Die haben es wirklich verdient, weil die so gut sind. Und ich würde sagen, Anna fängt an mit dem ältesten K-Drama, was wir euch heute vorstellen werden. Mein Drama ist You're Beautiful und der stammt aus 2009. Und weil ich so ein Fan von diesem Drama war, habe ich sogar als Geschenk von meiner Freundin damals, als Geschenk das hier erhalten. Mein Gott, 2009. Ja, Leute, also, man sieht, dass er super alt ist. Und mein Gott, wie die angezogen sind. Damals dachte man, ey, das ist geil, das ist super, die Frisuren. Voll modern. Alles. Und jetzt denkt man, oh mein Gott, wie habe ich mich das angeschaut? Es geht um Ko Min-young, die einen Zwillingsbruder hat. Die sind beide in einem Waisenhaus aufgewachsen mit ihrem Zwillingsbruder. Und mit Jahren ist ja der Zwillingsbruder ein Idol geworden und sie träumt davon, ein Nonne zu werden. Eine Nonne zu werden. Was passiert eines Tages ist, dass der Zwillingsbruder ja in eine Boysband genommen wird, aber er macht in der Zwischenzeit eine Augenchirurgie, die nicht so gut läuft. Deswegen muss die Zwillingsschwester dann, anstatt der Zwillingsbruder, zu diesem Casting gehen, um in eine Boysband E-Angel heißt, reinzukommen. Also ja, das ist alles, was ich erzähle bisher. Vielleicht für mich war das super damals. Vielleicht jetzt wird es nicht so schön mehr aussehen. Aber die Geschichte ist voll cool, muss man sagen. Die Geschichte war wirklich geil auf jeden Fall. Also, wer ein bisschen lachen auch möchte, weil das ist wirklich lächerlich, was die da tragen und welche Frisuren die da haben, dann schau das bitte an. Ich mache weiter mit dem nächsten Drama. Das heißt Fated to Love You. Manchmal wird das aber auch You Are My Destiny genannt. Das ist immer so ein bisschen komisch. Das ist auf jeden Fall von 2014. Wenn ihr das zusammen eingebt, kommt ihr da auf jeden Fall auf das Richtige. Und da geht es um eine junge Frau, die in einer Firma arbeitet und dort ziemlich ausgenutzt wird. Die wird da sogar Post-it-Girl genannt, diese Post-its, diese Klebesticker, weil alle Leute schreiben da drauf, was die von der wollen und kleben das einfach auf die drauf, damit die halt diese Botengänge übernimmt, obwohl die eigentlich sehr talentiert ist und auch eine höhere Position da einnehmen könnte. Die ist super schüchtern, ist halt so ein richtiges Girly-Mädchen. Und die gewinnt dann aber in ihrer Firma eine Reise nach Macau, in so einem riesigen Hotelresort. Und dort trifft die zufälligerweise auf einen, wie immer, angehenden CEO von einer Firma. Klar, das habe ich nicht Immer die erfolgreichen Männer. Und dann durch irgendwelche Zufälle, ich will jetzt nicht spoilern, verbringt er eine Nacht mit dieser Büroangestellten. Und dann gehen die aber getrennter Wege. Die sehen sich aber wieder. Und die merkt dann relativ schnell, dass die schwanger geworden ist durch dieses One-Night-Stand. Goosebumps, weil ich das gesehen habe. Die will das eigentlich gerne verheimlichen vor diesem CEO, weil die sich denkt, der wird sich eh nicht darum kümmern und die will den auch nicht sozusagen auf die Nerven gehen, weil die halt so eine Charaktereigenschaft hat. Die will nie irgendwelche Probleme machen und ist super lieb und wird am liebsten immer alles für andere tun, aber nie etwas für sich selbst. Und die opfert sich dann sozusagen und sagt, nee, ich will das Kind alleine großziehen und der soll gar nichts davon erfahren, ich will auch gar kein Geld von dem oder so. Und darum dreht sich halt diese ganze Geschichte. Boah, das war so schön. Ich habe
habe es mittlerweile 3-mal angeschaut, das Drama. Und ich liebe das einfach. Das Ganze hat 20 Episoden, also es geht relativ schnell. Gibt es mittlerweile auch auf Netflix, also in super guter Qualität kann man sich das dort anschauen. Anna macht weiter mit einem koreanischen Film. Ich wollte über You Are My Pet reden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich dachte am Anfang, dass das eine Drama war und nicht ein Film, weil ich habe das vor Jahren, weiß ich nicht mehr, vor wie viele, vielleicht noch früher, bestimmt noch früher. Wahrscheinlich, als es rausgekommen ist, ne? 2010 oder 2011? Die koreanische Version, ja. Aber die japanische habe ich noch früher angeschaut. Deswegen dachte ich, dass das auch eine Serie ist. Nein, es ist ein koreanischer Film. Und es wird die Story wird von einem Manga gemacht, der heißt Kimi wa Petto. Also auf jeden Fall. Dieser Film stammt aus 2011 und wie ihr das hört in der Name, es geht um eine Beziehung zwischen einer jungen Frau, die heißt Ji-Eun-Yi, die eines Tages in einem Karton draußen auf dem Weg nach Hause eine Person findet. Einfach so ein Typen? Ein Typ in einem Karton. Draußen? Genau. Also die hilft ihm und ja, so einfach zum Lachen, ne, sagt sie, ja, ich könnte von dir mein Haustier machen. Und er nimmt das aber seriös und er sagt, ja, ich möchte dein Haustier sein. Ab da fängt man an zu denken, oh mein Gott, Anastasia, was empfiehlst du uns? Ne? Aber es gibt trotzdem irgendwelche Romance. Also, die nimmt den mit nach Hause, nimmt den Momo, weil ja, das ist der Name ihres alten Tiere. Haustier, ein Hund, das war. Ne? Und er wird sich ab dann so wie ein Hund benehmen. Ja. Also alles, was verboten ist in Korea zwischen zwei Leuten, die sich so nur kennen, das werden sie alles tun, sowas wie zusammenschlafen, umarmen und solche Sachen. Oh mein Gott, der Schock, ne? Was tun die da nicht? Also auf jeden Fall, es ist super komisch zu hören, aber auf eine andere Seite, du denkst immer, diese Sexual Tension ist immer präsent, weil die so viel sich berühren und so weiter. Ja, wer solche Sachen mag, schau das an. Es klingt sehr pervers, muss man sagen. Auf jeden Fall klingt sehr pervers, ja. Aber die Story ist trotzdem irgendwie süß. Und falls ihr was zum Lachen haben wollt, guckt euch das einfach an. Ihr müsst ja niemandem davon erzählen, dass ihr euch sowas anguckt. Und dann kommt Anna wieder mit dem letzten Drama, der heißt? Wieder aus 2014, mein Lieblingsjahr. It's okay, this is love. It's okay, this is love heißt das Ganze. Und ja, das gibt es auch auf Netflix mittlerweile. Das hat, glaube ich, 16 Episoden. Ja, das hat 16 Episoden, also es geht auch super schnell, sich das anzugucken. Und damals, musste man sagen, war es ein bisschen skandalös, denn es geht um mentale und psychische Probleme. Das war zu der Zeit super selten, dass das überhaupt in Korea angesprochen wurde. Und dann direkt halt so ein K-Drama, was dazu rauskommt. Also das war echt so eine Sache, wo sich alle gesagt haben, oh, hat nur angefangen. Oh mein Gott, genau. Jetzt kommt das ja total auf K-Drama. Da geht es um psychische Gesundheit und um einen Radiomoderator und um ein Mädchen, das in einer Psychiatrie arbeitet. Die ist im ersten Jahr in der Psychiatrie. Ja, wirklich? Ja, und die haben beide eigentlich so psychische Probleme. Ja, so Schwierigkeiten. Also die haben beide so Traumata, die halt aus der Kindheit kommen. Das ist ja meistens so. Und halt dieser Radiomoderator, der hat immer wieder diese Flashbacks in seine Kindheit. Der weiß nicht mehr genau, was da eigentlich passiert ist, aber der hat halt oft so das Gefühl, dass er irgendetwas sehr, sehr, sehr Schlimmes getan hat. Und der versucht das halt immer wieder so aufzuarbeiten. Der hat aber nie eine richtige Therapie oder so gemacht. Deshalb hat er immer wieder diese Flashbacks. Und sie hat halt diese Vertrauensprobleme. Die beiden geraten dann in einer
Podiumsdiskussion, das wurde, glaube ich, im Fernsehen sogar übertragen, geraten die beiden aneinander. Ja, und die können sich gar nicht verstehen in dieser Podiumsdiskussion. Die hassen sich richtig. Also man merkt richtig, da ist so richtiger Hass zwischen denen. Die finden sich gar nicht sympathisch und die haben gar keinen Bock aufeinander, sagen wir mal so. Wie es der Zufall will, geraten die aber immer wieder aneinander und im Endeffekt sind die sogar gezwungen, zusammenzuziehen. Also die wohnen dann sozusagen in einer WG und geraten immer mehr aneinander und reden immer mehr miteinander und heilen sich gegenseitig so ein bisschen. Also die holen diese Traumata immer wieder auf und reden darüber und so kommt es dann letztlich zur Heilung, zur Heilung in Anführungsstrichen. Also das bessert sich dann so, diese mentale Gesundheit von denen. Ja. Das war wirklich super interessant, also ich empfehle das jedem. Und da ist natürlich auch wieder Romance dabei. Ja, das wären die Sachen, die wir euch empfehlen würden, falls ihr mal so ein bisschen ältere Sachen euch angucken wollt. Falls ihr euch eins davon anguckt, schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet und eure Meinung einfach grundsätzlich dazu. Das wird uns immer interessieren, dann haben wir ein bisschen Austausch. Bitte jemand, bitte, schau bitte You Are My Pet. Dann bin ich nicht alleine. Ich möchte so sehr eine Meinung dazu hören. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vergesst nicht, uns auf allen Social-Media-Kanälen zu folgen. In der Infobox sind auch unsere K-Drama-Fanartikel verlinkt. Da könnt ihr auch mal durchschauen, ob euch da irgendwas gefällt. Gebt uns ein Like, abonniert bitte, bitte unseren Kanal. Das ist wirklich echt eine Motivation für uns weiterzumachen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Bye.